Wildes Afrika, die stillen Aufräumer. In der Wildnis Afrikas gibt es stille Krieger. Sie prahlen nicht mit ihrer Kraft und machen keinen Lärm. Doch sie verrichten eine entscheidende Aufgabe, die das Gleichgewicht der Natur erhält. Sie sind die Aufräumer, die Hüter des Lebens und die stillen Helden des Ökosystems. Auch wenn sie nicht weit bekannt sind, ist ihre Rolle unverzichtbar. Entdecken wir die Welt dieser wilden Aufräumer, Krieger, die das Leben schützen, indem sie sich um die Überreste und Spuren des Todes in dieser ungezähmten Natur kümmern. Inmitten der sonnenverbrannten Savanne, wo Blutflecken vom Wind verweht werden, noch bevor sie trocknen, wo Leben durch den Tod existiert, erscheint eine langsame, stille Gestalt. Niemand nennt sie Jäger. Niemand ehrt sie als Symbol von Tapferkeit. Und doch schreitet der Marabu-Storch, Tag für Tag im gleißenden afrikanischen Sonnenlicht durch Fleisch und Asche und sammelt schweigend auf, was die Welt zurückgelassen hat. Anders als stolze Vögel trägt der Marabu ein seltsames Aussehen. Ein eingezogener Hals, ein kahler Kopf, spärliches aschgraues Gefieder und ein schlaffer roter Kehlsack, der wie verwelkter Schmuck baumelt. Mit langen, steifen Schritten schreitet er voran, als ob jeder Schritt wohl überlegt zwischen Leben und Verfall gesetzt wird. Erst wenn die Geier verschwunden sind, wenn die Hyänen das meiste Fleisch abgenagt haben, erscheint der Marabu. Er hat es nicht eilig. Seine Mahlzeit besteht aus dem, was übrig bleibt: Sehnen, Eingeweide, trockene Haut, Dinge, die niemand will, die aber auch nicht liegen bleiben dürfen. Der Magen des Marabu enthält nicht so starke Säuren wie der Geier, aber er besitzt andere Qualitäten: Geduld und Opportunismus. Mit seinem großen Schnabel stochert er in den tiefen Spalten der Kadaver und zieht verborgene Reste unter den Knochen hervor. Sein kahler Kopf ist ein Überlebensvorteil, er verhindert, dass Blut und Bakterien ins Nest gelangen. Das ist kein Mangel. Das ist ein perfektes Design für eine Arbeit, die niemand tun will, die aber jemand tun muss: den Tod beseitigen, damit das Leben weitergehen kann. In den Abendstunden, wenn der Himmel über der Savanne in Flammen zu stehen scheint, sieht man den Marabu allein auf offenem Feld stehen. Sein Schatten fällt lang auf das verbrannte Gras, still und einsam. Doch in dieser Einsamkeit liegt ein harter Überlebenswille. Er jagt nicht, kämpft nicht, und doch überlebt er, durch Stille und Weisheit, indem er den Starken das Beste überlässt und mit den Resten überdauert. Der Marabu ist nicht einfach nur ein Vogel. Er ist ein Symbol für eine wenig beachtete, aber furchtbar effektive Überlebensstrategie: den Tod nutzen, um Leben zu erhalten. Er ist der Nachtwächter der Savanne, der Staubsammler des Fleisches. Das letzte Wesen, das einen Ort des Todes verlässt, damit alles neu beginnen kann.
Wenn die Savanne eine große Bühne von Leben und Tod ist, dann ist die Hyäne die umstrittenste Figur. Sie hat nicht das stolze Aussehen eines Löwen, nicht die geheimnisvolle Eleganz eines Leoparden und schon gar nicht die vermeintliche Erhabenheit eines aasfressenden Vogels. Der Hyäne wird nachgesagt, feige zu sein, ein Dieb, ein Nachzügler. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, all diese Vorurteile übersehen eine unumstößliche Wahrheit. Sie ist eine Überlebenskünstlerin und ein unverzichtbarer Aufräumer der Savanne. Hyänen sind nicht nur Aasfresser, sie sind auch geschickte Jäger. Vor allem die Tüpfelhyäne, Crocuta crocuta, die größte ihrer Art, jagt in Gruppen, arbeitet strategisch zusammen und kann sogar große Beutetiere wie Büffel oder Zebras erlegen. Doch ihre besondere Rolle liegt nicht im Jagen, sondern im Verwerten der Reste des Lebens. Sie haben das stärkste Gebiss aller Säugetiere. Ihre Beißkraft reicht aus, um selbst dicke Knochen zu zermahlen. Wenn von einem Kadaver nur noch Haut, Sehnen und Knochen übrig sind. Wenn die Geier bereits weitergezogen und noch keine Ameisen angekommen sind, kniet sich die Hyäne nieder und übernimmt die schwere Aufgabe, die kein anderes Tier bewältigen kann: Knochen zermalmen. Mark aussaugen, jedes organische Überbleibsel verzehren. Sie kann fast den gesamten Körper eines Beutetieres verdauen, von Fleisch über Haut bis hin zu Fell und Klauen. Nichts wird verschwendet. Doch Hyänen fressen nicht nur alles, sie halten die Savanne sauber. Ohne sie würden Kadaver viel länger liegen bleiben, Fliegen, Bakterien und potenzielle Seuchen anziehen. Verrottende Überreste, vom alten Löwen bis zum verendeten Elefantenkalb oder einem verlassenen Büffel, werden von Hyänen restlos verwertet. Der Abend senkt sich über die Savanne, mit einem roten Licht und feinem Staub, der in der Luft schwebt. In der Ferne haben die Antilopen ihre Zufluchtsorte aufgesucht. Und das trockene Land ist nur noch von den Geräuschen der Insekten und den Überresten eines Jagdtages erfüllt. Im Zentrum der Senke liegt ein männlicher Löwe neben den Überresten seiner Beute. Sein großer Körper atmet langsam, die Augen sind halb geschlossen, als ob er ruht, doch die Ohren bewegen sich behutsam bei jedem Geräusch. Plötzlich vibriert der Boden leicht unter gleichmäßigen Schritten. Ein Rudel Hyänen taucht auf, jede einzelne erscheint aus dem Staub des Grases, ihre typische Haltung mit gesenktem Kopf, erhobenen Schultern, wachsamen Augen und einem kalten Blick. Sie stürzen nicht sofort auf die Beute. Das ist nicht nötig. Hyänen gewinnen nicht durch Stärke, sondern durch Zahl, Geduld und Taktik. Der Löwe erhebt sich. Die Haltung ist fest. Der Blick kühl und ruhig. Er tritt vorwärts, um eindeutig seine Absicht zu zeigen.
sein Revier zu verteidigen. Einige Hyänen verteilen sich, aber sie fliehen nicht. Andere beginnen von den gegenüberliegenden Richtungen her zu umkreisen. Nicht aggressiv, sondern nur durch eine Veränderung des Raums. Länger als gewöhnlich. Die Anführerhyäne tritt plötzlich vor und stellt sich dem Löwen in unmittelbarem Abstand. Kein lautes Geräusch. Nur ein entschlossener Blick, eine Geste der Bestätigung. Hinter ihr hält das gesamte Rudel die Formation, wie eine Wand, die den Raum um die Beute immer weiter einschnürt. Die Sonne steht kurz vor dem Horizont und taucht die Savanne in ein leuchtendes Orange. Trägt den Geruch von Staub, die verbleibende Wärme und die Spuren eines langen, harten Tages. Das Rudel der Hyänen hat nun die letzte Nahrung umzingelt. Es gibt keinen Löwen mehr. Keine Grenze, kein misstrauischer Blick. Nur noch das sanfte Atmen, die Schritte, die sich dicht zusammenfügen, und die Ruhe nach dem Warten. Sie stürzen nicht wie hungrige Tiere auf die Beute, sondern nähern sich in gewohnter Zusammenarbeit, eine nach der anderen, an ihrem Platz, in ihrer Rolle. Die größeren Individuen kümmern sich um das dickere Fleisch. Die kleineren schlüpfen in die verborgensten Ecken. Keiner streitet sich. Ihr Überlebensinstinkt ist der einer Gesellschaft mit Ordnung. Wenn die Dunkelheit über die Savanne hereinbricht und das Leben nach einem langen, harten Tag zur Ruhe kommt, beginnt ein anderer Prozess. Die Fortpflanzung. In der Welt der Hyänen ist Fortpflanzung nicht nur Instinkt, sondern auch ein einzigartiges evolutionäres Wunder.
Die Tüpfelhyäne ist das einzige Säugetier, bei dem das Weibchen ein äußeres Fortpflanzungsorgan hat, das dem des Männchens sehr ähnlich ist. Aufgrund eines hohen Testosteron Dies hat die Wissenschaft verblüfft und auch die Natur dazu gebracht, einen Schritt zurückzutreten und genauer zu beobachten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Arten sind bei Hyänen die Weibchen dominierend. Sie sind größer, stärker und führen das Rudel. Sogar die Fortpflanzung trägt die Spuren dieser Macht. Der Fortpflanzungsprozess und die Geburt bei Hyänen sind eine echte Herausforderung, sowohl biologisch als auch in Bezug auf das Überleben. Aufgrund der besonderen Struktur des Fortpflanzungsorgans kann die Geburt sehr schwierig, sogar gefährlich werden. Aber dies ist auch der Weg, wie die Natur die stärksten Individuen von Anfang an auswählt. Die Weibchen wählen oft in einem tiefen, versteckten Erdhöhlensystem zu gebären, das oft eine alte Höhle ist. Die wieder aufgebaut oder von anderen Tieren übernommen wurde. Innerhalb der Höhle bleiben die Jungtiere in den ersten Wochen im völligen Dunkeln verborgen, geschützt vor den Blicken von Raubtieren und äußeren Gefahren. Eine Mutter bringt nur 1 bis 3 Junge pro Wurf zur Welt. Und schon beim Öffnen der Augen tragen die Kleinen den Instinkt des Wettbewerbs in sich, nicht nur zum Überleben, sondern auch um die Spitze zu erreichen. Unter den Jungtieren derselben Wurfgruppe beginnt der Wettbewerb früh. Sie kämpfen darum, sich der Mutter zu nähern, die Milch zu bekommen und ihre Position zu behaupten. Das stärkste Tier wächst schneller, verlässt das Versteck früher und lernt, die ersten Knochenstücke aus der Beute zu kauen, die die Mutter zurückbringt. Von dort an werden sie schrittweise hinausgeführt, in die Gemeinschaft integriert, lernen die Fähigkeiten des Herdenfolgens und das Deuten der Signale der älteren Tiere. Jedes Jungtier einer Hyäne ist das Ergebnis einer rigorosen Auswahl, von der Geburt über das Überleben im Versteck bis hin zur Jagd mit der Mutter und schließlich dem Eintritt in die harte Überlebenskette der Savanne. Nicht jedes Tier wächst heran. Aber die Überlebenden, werden weiterhin eine Rolle im leisen, aber essentiellen Zyklus der Savanne spielen, aufräumen. Wiederherstellen und das Leben verlängern. Unter dem schwachen Mondlicht steht eine Mutterhyäne vor dem Eingang ihres Verstecks und lauscht den Geräuschen im Inneren. Kleine, schwache Rufe. Sie muss nicht sehen. Sie weiß, das Leben geht weiter, in der Stille und auf ganz eigene Weise der Artikel. Wenn die Nacht über die Savanne hereinbricht, die weiten, endlosen Grasflächen Afrikas, verstummen die Geräusche des Tages langsam. Das Hufgeklapper der Antilopen entfernt sich in Richtung Horizont. Die Löwen ziehen sich still in die Dunkelheit zurück nach einem harten Jagdtag. Die Hyänen haben den Rest der Beute unter sich aufgeteilt. Ein Gazellenkadaver liegt auf dem Boden, still im Schatten des Vergehens.
Aber die Savanne schläft nie. Wenn das Leben für einen Moment pausiert, beginnt ein neuer Zyklus still und unbemerkt. Moscas, larvas, bacterias y hongos. Eine andere Kraft, klein, namenlos, aber unverzichtbar, bereitet sich darauf vor, ihren Dienst zu beginnen. Es sind die winzigen Arbeiter, Dummkäfer, Ameisen, Fliegen, Maden, Bakterien und Pilze. Diese fast unsichtbaren Lebewesen für den Menschen sind jedoch das letzte und essentielle Glied im geschlossenen Kreislauf des Lebens in der Wildnis. Die sanften Wellen des Wassers spiegeln das Licht des Himmels wider. Umgeben von einer stillen Landschaft. Nur das Rauschen des Windes, der durch das Schilfrohr am Ufer streift. Vom hohen Himmel herab erscheinen große Vögel, die in ruhigen Kreisen fliegen, als ob sie den Boden darunter absuchen. Es sind die Geier, die Wächter der biologischen Ordnung dieser Graslandschaft. Diese Vögel landen mit einer ruhigen und präzisen Bewegung auf dem Boden. Der Weißrückengeier Afrikas, mit seinem hellbraunen Gefieder, dem charakteristischen nackten Kopf und den scharfsichtigen Augen, schreitet langsam auf den Gazellenkadaver zu. Sie eilen nicht. Das ganze Rudel steht in der Nähe und beobachtet. Spürt den Rhythmus von Erde und Himmel und lauscht jedem ungewöhnlichen Geräusch, das auf das Auftauchen eines anderen Raubtiers hindeuten könnte. Vorsicht ist ein Instinkt, der ihnen hilft, in dieser sich ständig verändernden Wildnis zu überleben. Ihre spezialisierten Schnäbel berühren den Körper des Tieres, und eines nach dem anderen beginnen die Geier ihre Arbeit. Sie stören die Szene nicht, sondern wirken, als ob sie ein von der Natur schon lange vorbereitetes Ritual ausführen. Die weichen Körperteile verschwinden nach und nach unter der Geschicklichkeit der verschiedenen Geierarten. Jede hat eine eigene Rolle in diesem Prozess. Der Griffengeier mit seinem langen Hals und kräftigen Schnabel reinigt sanft die inneren Teile. Kleinere Geier, wie der Rüppelgeier, widmen sich den Stellen, die die größeren nicht erreichen können. Jede Handlung folgt einem geordneten Prozess, wie ein Expertenteam, das biologische Aufräumarbeiten durchführt. Der Wind weht weiterhin gleichmäßig, begleitet von dem Rascheln der Flügel der Geier, die das trockene Gras berühren, und dem leisen Schritt auf dem feuchten Boden. Jedes Individuum arbeitet im Einklang, genau genug, um seine Aufgabe zu erfüllen, ohne Chaos zu erzeugen. Ein besonderes Merkmal der Geier ist ihre außergewöhnliche und sichere Verdauungsfähigkeit. Der Magen dieser Vögel enthält sehr starke Säuren, die in der Lage sind, Krankheitserreger abzubauen, die von anderen Tieren nicht verarbeitet werden können. Dadurch verhindern Geier, dass ihre Lebensräume von gefährlichen Krankheitserregern wie dem Milzbranderreger oder Zersetzungsbakterien kontaminiert werden.
Ihre Rolle im Ökosystem ist fast unverzichtbar. Sie sind die letzte biologische Schutzschicht, die den Kreislauf von Krankheiten stoppt. Das Bild des nackten Kopfes und Halses der Geier, ein Merkmal, das ihnen hilft, sich beim Fressen sauber zu halten. Zugewiesene Rolle wieder. Ihr harter, gebogener Schnabel ist zugleich unglaublich flexibel und hilft ihnen, an die notwendigen Stellen zu gelangen, ohne andere Arten zu stören. Jede Bewegung hat ein Ziel, und es gibt keinerlei Verschwendung. Nach einer kurzen Zeit scheint der Körper der Gazelle vollständig mit der Natur verschmolzen zu sein. Das zurückgebliebene weiße Skelett sieht aus, als wäre es vom Wind durchgeweht. Ruhig unter dem Nachmittagslicht liegend. Die Geier, nachdem sie ihre Arbeit abgeschlossen haben, starten leise und kehren in den Himmel zurück, wobei sie, falls notwendig, die Atmosphäre wird wieder ruhig, nur noch Fußspuren im Boden und die abgeknickten Grashalme zeugen von der stillen, natürlichen Aktivität, die abgeschlossen ist. Während des gesamten Prozesses gibt es keine Grausamkeit, keinen Wettbewerb. Jeder Geier kommt zur richtigen Zeit und geht zur richtigen Zeit. Ihre Gelassenheit spiegelt die Weisheit wider, die die Natur über Millionen von Jahren der Evolution angesammelt hat. Sie zerstören das Leben nicht, sie sind ein wesentlicher Teil dessen. Dass das Leben weitergeht. Der Geier ist ein Vogel mit einer einzigartigen ökologischen Rolle. Aber nur wenige wissen, dass er auch eine ganz besondere Fortpflanzungsstrategie hat, langsam. Beständig und eng mit der Stabilität seiner Lebensumgebung verbunden. Die in kurzen Saisonperioden viele Nachkommen produzieren. Investieren Geier mehr in Qualität als in Quantität, was einen strengen, aber klugen Lebensstil widerspiegelt, langsam leben, um lange zu überleben. Der Balzritus der Geier ist nicht prunkvoll, ohne melodisches Gesang oder auffällige Tänze. Stattdessen zeigen sie ihre Bindung durch sanfte Gesten wie das Schnabelkratzen, gegenseitiges Gefiederpflege oder gemeinsames Fliegen rund um ihr Nistgebiet. Diese Zeichen zeugen von Vertrauen und Beständigkeit, eine Beziehung, die nicht nur zum Fortpflanzen dient, sondern auch dazu, gemeinsam für den Nachwuchs zu sorgen und die Herausforderungen der Natur zu überstehen. Die Nester der Geier werden oft an hohen Orten gebaut, an Felsen.
den Spitzen alter Bäume oder sogar an künstlichen Strukturen wie Strommasten oder Telekommunikationstürmen. Sie wählen Plätze mit weitem Blick, um die Umgebung gut beobachten zu können und um die Annäherung von Raubtieren zu vermeiden. Das Nest wird mit trockenen Zweigen, Blättern, Federn und anderen weichen Materialien ausgekleidet, um die Eier und die Jungen warm zu halten. Bei jeder Fortpflanzung legt das Weibchen nur ein Ei. Dies ist ein großer Unterschied zu vielen Vogelarten, die mehrere Eier in einer Brutperiode legen. Das Ei ist trübweiß und oval, und sowohl der Vater als auch die Mutter wechseln sich beim Brüten ab, was in etwa 50 bis 60 Tagen dauert, je nach Artikel. Während dieser Zeit bleibt immer ein Geier im Nest, während der andere auf Nahrungssuche geht. Sie arbeiten eng zusammen, und die Elternrollen werden gerecht geteilt. Wenn das Ei schlüpft, wird das Küken als kleines, nacktes Wesen mit verschwommenem Blick geboren. Die ersten Lebenswochen sind eine äußerst zerbrechliche Phase. Die Eltern müssen sehr vorsichtig sein. Das Küken warm halten, ihm Futter aus dem Kropf anbieten und es vor der sengenden Sonne, kaltem Wind und Raubtieren schützen. Das Küken wächst langsam. Nach etwa 3 Monaten beginnt es, Federn zu entwickeln und das Flügelschlagen zu üben. Während dieser Zeit versorgen die Eltern das Küken weiterhin regelmäßig mit Nahrung und bringen ihm bei, den Himmel zu beobachten, auf Gefahren zu reagieren und manchmal auch, wie man Kadaver aus der Ferne visuell ortet, eine wesentliche Überlebensfähigkeit der Aasfresser. Mit etwa 4 bis 5 Monaten beginnt das Küken, das Nest zu verlassen, zu fliegen und unabhängig zu werden. Es kann jedoch noch eine Weile mit den Eltern zusammenbleiben, um weitere Fähigkeiten in der Nahrungssuche zu erlernen. Vom Zeitpunkt der Eiablage bis zur vollständigen Erwachsenwerdung kann dieser Prozess bis zu 6 Monate dauern, und jedes Jahr bringt ein Geierpaar nur ein einziges Küken groß. Diese langsame Fortpflanzungsstrategie macht die Geier anfällig für Umweltveränderungen. Ein Jahr mit Missernten, eine längere Dürre oder der Verlust des Nests durch Abholzung, Waldbrände oder Bautätigkeiten. All das kann die Fortpflanzung unterbrechen. Hinzu kommt, dass aufgrund der niedrigen Fortpflanzungsrate, wenn das Küken nicht überlebt, das Paar in diesem Jahr keine zweite Chance hat. Wenn ein Geierpaar sich um sein Junges kümmert, ist das ein Akt der Hoffnung, dass es in dieser Welt noch Platz gibt für Wesen, die einen stillen, geduldigen und beständigen Lebensweg wählen.
und dass die Natur noch Raum für das Fortbestehen des Lebens im Stillen lässt, so wie ihre weiten Flügel sanft durch den wilden Himmel gleiten.